Hallo, du hast dich schon fleißig durch die ersten Kapitel, die ersten Lektionen durchgearbeitet. Nun wollen wir aber etwas zum Thema Stand und Bewegung sagen. Sei stets in motu, also in Bewegung, denn wer sich bewegt, der lebt noch. So schreibt ein alter Meister, ein alter Fechter aus dem 14. Jahrhundert. Was möchte er uns damit sagen? Die Fechtkunst besteht zwar aus Stand und Bewegung, doch der Großteil der Fechtkunst findet in Bewegung statt. Nichtsdestotrotz findet der Einstieg in dieses Thema, in das Fechten, über erste Standübungen statt. Nahezu alle fechterischen Aktionen benötigen Beinarbeit, denn egal ob ich den Gegner angreifen will oder mich verteidigen will, so muss ich immer probieren, gewissen Abstand, eine gewisse Mensur, wie es in der Fechtsprache heißt, zum Gegner und seiner Waffe einzuhalten. Die ersten beiden wichtigen Fachbegriffe im Themenfeld Stand und Bewegung sind Stabilität und Instabilität oder stabil und instabil. Stabilität heißt so viel wie im Gleichgewicht sein. Zwischen euren beiden Füßen befindet sich eine sogenannte Standfläche und innerhalb dieser Standfläche befindet sich euer Körperschwerpunkt. Solange der Körperschwerpunkt sich innerhalb der Standfläche befindet, seid ihr im Gleichgewicht und damit auch stabil. Ein stabiler Stand ist also jeder Stand, bei dem ihr nicht droht, jeden Moment umzufallen. Das kann auch ein einbeiniger Stand sein, denn auch wenn ihr auf einem Bein steht, könnt ihr im Gleichgewicht stabil stehen. Das Gegenteil von Stabilität ist Instabilität. Instabilität entsteht, wenn unser Körperschwerpunkt aus dieser Standfläche heraustritt. Denn dann müssen wir automatisch eine Ausgleichsbewegung mit dem Bein machen, um nicht umzufallen. Ein Schritt. Stabilität und Instabilität sind wichtig, denn ein Fechter bewegt sich. Und wer sich bewegt, ist in der Regel instabil. Denn sobald ich einen Schritt machen möchte, muss ich meinen Schwerpunkt verlagern und aus meiner Standfläche herausbringen, um mich zu bewegen. Und da Fechten hauptsächlich nur mal aus Bewegung besteht, müssen wir lernen, diesen Wechsel zwischen Stabilität und Instabilität zu beherrschen. Und die beste Ausgangslage dafür wird natürlich erstmal sein, einen stabilen Stand zu haben. So wie Stabilität und Instabilität ein gegensätzliches Paar darstellen, ist ein weiteres gegensätzliches Paar Mobilität und ein sicherer Stand. Mobilität ist die Frage danach, wie schnell und wie weit wir uns aus einem Stand bewegen können. Je enger der Fußabstand, umso mobiler stehen wir im Kampf. Je breiter der Fußabstand, umso länger brauchen wir für eine Bewegung, also einen Schritt, und sind demnach nicht mobil. Ein sicherer Stand bedeutet, dass der Gegner uns nicht so schnell aus dem Gleichgewicht bringen kann. Denn je weiter unser Schwerpunkt bewegt werden muss, desto mehr Kraft und Zeit muss der Gegner aufbringen. Ihr seht hier mal unterschiedliche Beispiele dafür. Stehe ich zum Gegner gewandt mit den Füßen weit auseinander und habe den Schwerpunkt nah zum Gegner, dann braucht er sehr viel Zeit und sehr viel Kraft, um den Schwerpunkt aus der Standfläche bei mir herauszudrücken, also mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Stehe ich sehr eng oder habe den Schwerpunkt sehr weit vom Gegner weg, zu meinem Hinterbein, zu meinem Gegner abgewandten Bein, dann hat es der Gegner viel leichter, denn dann braucht er weniger Kraft und weniger Zeit, um mich aus meinem Gleichgewicht herauszudrücken. Ihr seht, all diese 4 Fachbegriffe hängen also unmittelbar zusammen. Und ein Fechter muss bestrebt sein, seine Beinarbeit einem zielführenden Fechten anzupassen. Und natürlich irgendwann auch nicht mehr drüber nachzudenken. Das heißt, die Beine folgen der Oberkörperarbeit. Ich habe euch hier nochmal die Beispiele dargestellt, was wir für Stände haben. Auch wenn wir diese verschiedenen Standweisen natürlich unterschiedlich miteinander verknüpfen könnten, so haben wir doch erstmal hier ein Beispiel für den mobilen Stand. Also einen engen Stand, der uns aber die Möglichkeit gibt, schnellstmöglich mit den Füßen in alle Richtungen zu treten. Wir haben hier noch einen sicheren Stand. Das heißt in diesem Fall einen etwas breiteren Stand und lehnen unseren Körperschwerpunkt Richtung Gegner, sodass dieser es schwer hat, uns aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und ich habe euch hier nochmal ein Beispiel für einen unsicheren Stand gegeben. Wir stehen zwar immer noch sehr breit, aber haben unseren Körperschwerpunkt auf das Hinterbein verlagert. Jetzt sind wir zwar in gewisser Weise auch mobil und können zum Beispiel schnell in eine Richtung, nämlich nach hinten, aber der Gegner kann uns auch sehr schnell
aus unserem sicheren Stand in die Instabilität bringen. Jetzt kann man diese verschiedenen Rahmenfaktoren eines Standes natürlich viel verknüpfen. So kann man einen mobilen sicheren Stand, einen mobilen unsicheren Stand und so weiter miteinander verknüpfen. Das kommt ganz drauf an, wie ihr das später am Fechten für eure Zwecke verwenden werdet. Das sagt uns aber, dass ein Kämpfer sich grundsätzlich dazwischen entscheiden muss, ob er schnell und mobil sein möchte oder ob er langsam und sicher sein möchte. Und das ist immer situationsbedingt. Je nachdem, was ich für einen Gegner habe, was ich für eine Technik gerade fechte, muss ich mich nach der Beinarbeit entscheiden. Im Folgenden möchte ich euch jetzt eure Fechtstellung zeigen, also einen Ausgangspunkt zum Lernen, denn wir wollen erstmal im Stand anfangen, bevor wir uns in Bewegung geben. Die Fechtstellung dient uns hier also als Ausgangspunkt, um in das Thema Stand und Bewegung praktisch einzusteigen. Wir werden hier am Beispiel der Einhandwaffe arbeiten und bei der Einhandwaffe haben wir meistens eine Auslage mit unserem Waffenarm. Das heißt, der Rechtshänder wird mit der rechten Seite vorne stehen und der Linkshänder mit der linken Seite vorne stehen. Nice to know, der Begriff Auslage ist schon genauso alt wie die Fechtkunst, die wir hier praktizieren möchten. Denn schon damals heißen die Positionen, wie ich meine Waffe halte und wo ich sie halte, Leger. Also wir haben die Huten, Positionen, um uns mit dem Schwert zu schützen, und die Leger. Die Begriffe unterscheiden sich am Ende danach nur, wofür ich die Position nutze. Das heißt, der Begriff Auslage, den wir noch heute im Boxsport zum Beispiel haben, ist schon viele hundert Jahre alt. Auslage bedeutet also, unseren Waffenarm und auch den entsprechenden Fuß und das Bein der Seite Richtung Gegner zu bringen. Die Fechtstellung ist nichts anderes als ein L-förmiger Stand der Füße zueinander, wobei der Auslagenfuß mit der Fußspitze Richtung Gegner zeigt. Die Hacken sind ca. 1,5 bis 2 Fußlängen voneinander entfernt. Ich habe euch hier im Bild zum einen eine Grafik dazu dargestellt, aber auch 2 Bilder von mir, einmal frontal und einmal seitlich in der Fechtstellung. Wichtig hierbei ist, dass ihr mit eurem Körperschwerpunkt, mit eurem Oberkörper euch leicht absenkt, sodass die Knie wirklich leicht gebeugt sind. Dabei sollten die Knie nicht über die Mitte des Spanns hinaus zeigen, um die Knie nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Neben dem Stand möchte ich euch noch etwas zu den Schritten mit auf den Weg geben, sodass wir nachher bei den Schrittübungen es leichter haben zu üben und zu lernen. Wir unterscheiden zwischen halben und ganzen Schritten. Wenn wir in der Fechtstellung stehen, die ich euch ja gerade gezeigt habe, dann könnt ihr euch den halben Schritt wie folgt vorstellen. Ein halber Schritt ist zum Beispiel das Heranziehen des Hinterfußes an den Vorderfuß. Ein weiterer halber Schritt wäre jetzt, mit dem Vorderfuß nach vorne Richtung Gegner zu schreiten. Ein ganzer Schritt hingegen bedeutet, diese Strecke mit dem Hinterfuß komplett zu machen. Das heißt, ich schreite mit dem linken, in diesem Fall mit dem Hinterfuß am Vorderfuß vorbei und wechsle dabei automatisch meine Auslage. Denn jetzt steht auf einmal mein linker Arm vorne und meine linke Schulter vorne und mein linker Fuß vorne. Das ist ein ganzer Schritt. Eine weitere Form der Beinarbeit ist der Ausfall, den du hier auch lernen sollst. Der Ausfall ist eine explosive Vorwärtsbewegung mit dem Auslagenfuß. Dabei wird der Auslagenfuß angehoben und das Hinterbein gestreckt, um die eigene Waffenseite, also in Angriffen eben auch die Waffe selbst, schnell und explosiv Richtung Gegner zu bringen, um einen Treffer zu landen. Und im Fechten nutzen wir diese halben und ganzen Schritte für verschiedene Schrittweisen, die auch auf verschiedenste Weisen in den unterschiedlichen Fechtstücken und Situationen zusammengesetzt werden, um unsere Ziele als Fechter zu verwirklichen, nämlich einen Treffer zu landen und nicht getroffen zu werden. All dies möchte ich dir jetzt in verschiedenen Übungen in diesem Kapitel näher bringen. Arbeite dich wie folgt durch die Übungen. In den fortgeschritteneren Kursen ist es meist so, dass ich dort Trainingspläne dazu gebe, wo alle Übungen aufgelistet sind und die Videos auch verlinkt sind. In diesem Kennenlernkurs machen wir es etwas simpler. Das heißt, du probierst einfach die Übungen in chronologischer Reihenfolge abzuarbeiten, so wie du sie eben hier auch von mir gezeigt bekommst. Und machst jede Übung einfach so lange, bis du dich relativ sicher darin fühlst. Dann kannst du zur nächsten Übung weitergehen.
Du musst nicht alle Übungen heute machen, du hast genug Zeit, das ist ein Kennenlernkurs, um dich in das historische Fechten ein bisschen reinzuarbeiten und um zu schauen, ob dir das historische Fechten liegt und du Spaß daran hast. Jetzt ist es aber echt Zeit für Praxis. Viel Spaß bei den Übungen und wenn du Fragen hast, zögere nicht, über die Diskussionsfunktion oder auch gern per E-Mail mit mir in Kontakt zu treten, sodass ich dir bestmöglich helfen kann zu lernen. Viel Spaß dabei!